Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Das heutige Motiv habe ich von der letzten Malreise an den Gardasee mitgebracht. Eine kleine Gasse in einem italienischen Dorf mit Licht und Schatten, das gibt es heute im Video. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wenn ich für meinen Kurs auf Motivsuche bin, dann schaue ich immer nach besonders schönen Formen in Licht und Schatten. Hier habe ich in dem kleinen Dorf San Felice am Gardasee eine schöne Ecke gefunden, die sich für meine Gruppe gut geeignet hat. Wir hatten genügend Platz, um unsere Skizzenbücher auszubreiten. Die Stelle lag einigermaßen im Schatten und das Motiv war wirklich interessant. Wir haben dort einen wunderbaren Vormittag verbracht und sogar ein italienischer Opernsänger kam vorbei und erfreute uns mit seinem Gesang. Für solch ein Motiv arbeite ich immer mit 2 Arbeitsschritten. Zunächst werden die hellen Stellen im ganzen Bild gemalt, quasi eine Grundierung über das gesamte Bild gelegt. Danach kommt ein sehr flüssiger und entschiedener Schattenauftrag. Und hier haben die meisten Teilnehmer Probleme. Meist gerät der Schatten zu dunkel oder zu hell oder die einzelnen Striche innerhalb der Fläche sind zu sehr sichtbar. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es deshalb eine Zusatzübung in der Mitte des Videos, in der ich auf die Besonderheiten beim Schattenauftrag noch einmal eingehe. Vielen Dank an alle, die hier den Kanal bisher so tatkräftig unterstützen. Das ist uns wirklich immer eine große Hilfe. Aus diesem Grund gibt es immer für die Unterstützer eine zusätzliche Übung quasi als Bonus. Außerdem sehen die Unterstützer dieses Video in der kompletten Länge, also völlig ungekürzt. Wenn du daran auch interessiert bist, unter dem Video findest du einen Link, Deine Unterstützung Steady heißt er. Dort kannst du draufgehen und dich über die einzelnen Pakete und Möglichkeiten der Unterstützung informieren. Noch einmal vielen Dank an alle, die das bisher schon tun. Und jetzt geht's los mit unserem Motiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Yellow Ocker, cadmiumfreies Cadmiumgelb, Permanent Alizarin Karmesin, Sienna gebrannt, Zylinblau, Kobaltblau, Kobalttürkis Light und Neutraltinte von der Firma Winsor Newton, Ultramarin Feinst, Lasurorange und Titanweiß von Schmincke. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphin. Das Format ist quadratisch, ungefähr 20 x 20 cm groß. Die Pinsel, mit denen ich male, sind aus meiner eigenen Pinselkollektion. Der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der Flachpinsel zum Auswischen der Formen in der Größe 10, ein Linierer in der Größe 4 und ein Rundpinsel zum Spritzen in der Größe 6. Die Pinsel meiner eigenen Kollektion können die Unterstützer unseres Kanals per Mail bei mir bestellen. Hier seht ihr noch einmal die Skizze, die ich vor Ort als Kursdemo in dem kleinen italienischen Dorf erstellt habe und jetzt für euch hier im YouTube-Video malen möchte. Hier nun das entsprechende Referenzfoto und meine Skizze. Und für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es die Möglichkeit, Referenzfoto und Skizze über unsere Steady-Seite zum Ausdrucken herunterzuladen. Außerdem gibt es für alle Unterstützer die ungekürzte Version dieses Videos und eine kleine Übung zum Schattenauftrag. Ich feuchte jetzt zunächst mit klarem Wasser die Himmelsform an und werde dann mit Kobaltblau und einem Hauch Neutraltinte darin einen relativ kräftigen italienischen Sommerhimmel malen. Ein bisschen Zylinblau kommt auch mit in die Mischung hinein. Und ich versuche wirklich viel Pigment zu verwenden hier für diesen Himmelsauftrag, damit die Häuser dann in ihrer hellen Farbigkeit gegen den relativ dunklen Himmel sehr schön leuchten können.
Die Hausdächer male ich jetzt mit einer Mischung aus Alizarin, Karmesin und lichter Ocker. Hier versuche ich nicht zu sehr die Farbe auf der Palette auszumischen, sondern die verschiedenen Farbbestandteile auf dem Papier noch erkennbar zu haben. Ein bisschen Lasurorange kommt in die Mischung hinein für die Terrakotta-Ziegeln. Es folgen die Hauswände mit verschiedenen Mischungen aus lichter Ocker, etwas Zylinblau, Sienna gebrannt, Lasurorange und Alizarin Karmesin. Hier setze ich gleich noch ein wenig selbstgemischtes Grün mit Cadmiumgelb und Kobaltblau in die noch nasse Hauswand hinein. Ein bisschen Ultramarin, um das Grün ein bisschen zu entschärfen. Und ein paar Wasserspritzer in die Hausfläche, gibt Struktur ins Mauerwerk und lockert die Fläche nochmal zusätzlich auf. Ich habe hier die Farben nicht auf der Palette ausgemischt, sondern die einzelnen Farben nebeneinander aufs Papier gesetzt, sehr nass gearbeitet und dadurch können jetzt die Farben sich auf dem Papier selbst verbinden und ganz unregelmäßige Flächen erzielen. Und auch das rechte Haus hier wird grundiert mit einer freundlichen Mischung aus lichter Ocker und nach unten etwas variiert mit Blau und Sienna gebrannt.
Auch in diese Flächen sprühe ich ein bisschen Nebel aus der Sprühflasche und auch mit dem synthetischen Rundpinsel kommen noch ein paar Wassertropfen in die Flächen hinein. Nun geht es weiter mit dem Fußweg hier, einer sehr wässrigen Mischung meiner Reste hier von der Farbe der Häuser. Und nach vorne hin gebe ich etwas mehr Pigment hinzu und auch etwas mehr Blau mit in die Mischung hinein. Das ist Ultramarin Feinst. Und mit der Mischung aus Ultramarin Feinst und Sienna gebrannt endet dieser Farbauftrag. Mit dem Flachpinsel ziehe ich hier ein paar helle Linien wieder heraus, um die Richtung des Bodens anzudeuten. Und auch im Boden möchte ich hier durch die Wassertropfen die kleinen Steinchen des Bodenbelags andeuten. Jetzt fehlt noch der Blickfang, meine grüne Tür. Und hier möchte ich viel mehr Farbe in der Tür haben, als auf meinem Referenzfoto zu sehen ist. Vor Ort war diese Tür ausgeblichen und das Grün war kaum zu erkennen. Aber in meinem Bild kann ich das ja etwas aufregender gestalten. Mit Cobalt Türkis Light, Lichter Ocker und später auch Ultramarinblau male ich die Fläche der Tür jetzt aus und nehme ein bisschen Cadmiumgelb mit dazu. Ein bisschen mehr Cadmiumgelb. Jetzt habe ich in der Tür eine Farbvariation mit einer relativ kühlen Farbtemperatur hier. Da ist mehr Blau im Grün drin und hier einem wärmeren Grün mit mehr Gelbanteil. Bevor der Schattenauftrag die Hauswände in der Sonne richtig zum Strahlen bringt, trage ich ein paar Details noch in den Fenstern ein. Die Fensteröffnung hier mit einer Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Dieses Fenster hier oben im Haus habe ich komplett erfunden. Und ich gebe hier noch 2 grüne Fensterläden an das Fenster, um die Farbe Grün der schönen Tür hier noch einmal aufzugreifen. Dieser Farbauftrag muss jetzt einmal komplett durchtrocknen. Ich mache weiter mit einer kleinen Zusatzübung für alle Unterstützer unseres Kanals. In dieser Übung geht es um den richtigen Schattenauftrag und vor allen Dingen, wie man sich genau die richtige Konsistenz ermischt, um einen transparenten Schatten zu erreichen. Unser erster Farbauftrag muss jetzt komplett durchtrocknen und ich möchte dir noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Im Unterstützerbereich gibt es von Zeit zu Zeit Livestreams und die nächsten Themen für die Livestreams möchte ich dir jetzt kurz vorstellen. Der nächste Livestream für Unterstützer ab einem 5-Euro-Paket aufwärts wird sich mit einem schönen herbstlichen Motiv beschäftigen. Am 4. November um 19 Uhr malen wir gemeinsam hier auf YouTube dieses herbstliche Motiv. Dieses Video ist als gekürztes Video ja vor einem Jahr hier auf YouTube gelaufen und am 4.11. male ich es gemeinsam mit euch im Livestream. Ihr könnt dann im Chat eure Fragen stellen und wir werden bestimmt gemeinsam ins Gespräch kommen. Mindestens ein 5-Euro-Paket ist nötig, also ein 5-Euro-Paket oder ein 10- oder ein 20-Euro-Paket, um diesen Link für diesen Livestream zu erhalten. Am 18.11. gibt es den nächsten Livestream ab dem 10-Euro-Paket.
Die Inhaber dieses Paketes bekommen den Zugang zu regelmäßigen Livestreams mit Motiven, die sonst hier auf YouTube noch nicht gelaufen sind. Das Novembermotiv ist diese schöne Meereslandschaft und ich werde am Abend natürlich über die Darstellung von Wasser, vom lockeren Himmel und auch vor allen Dingen über das Malen von Steinen eingehen. Für diesen Livestream ist mindestens ein 10-Euro-Paket notwendig. Alle Infos zu Steady, deine Unterstützung, findest du unter dem Video. Wenn du dir erst einmal anschauen möchtest, wie so ein Livestream abläuft und du gerne einmal völlig kostenlos teilnehmen möchtest, gibt es diese Möglichkeit auch. Am 16.12. gibt es einen öffentlichen Livestream. Er beginnt, so wie alle anderen Livestreams auch immer, um 19 Uhr und du kannst dann einfach um 19 Uhr hier auf die Aquarellwerkstatt gehen, um teilzunehmen. Das Motiv steht jetzt noch nicht fest, lasst euch überraschen, es wird auf alle Fälle ein schönes Aquarell werden. Merkt euch den Termin schon mal vor, der 16.12. um 19 Uhr, für alle völlig kostenlos. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es geht nun weiter mit den großen Schattenaufträgen auf den Häusern. Mit Ultramarin Feinst und Alizarin-Karmesin mische ich mir einen transparenten Schattenfarbton und gelegentlich kommt auch ein bisschen Lasurorange mit dazu. Und ich beginne jetzt hier die Schatten einzutragen. Direkt unter dem Dach hier, bei dem Dachüberstand, male ich einen eher orangenen Schatten und darunter schließen sich wieder mit einer weichen Kante hier, schließt sich wieder der bläuliche Schatten an. Auch hier unter dem Dachvorsprung gibt es einen kleinen violetten Schatten und hier auf dem Schornstein auch auf der lichtabgewandten Seite. Nun kommt der Schatten auf der Tür, wieder mit Ultramarin Feinst und Alizarin Karmesin. Und ein bisschen Lasurorange kommt auch mit hinein. Male ich hier diesen Bogen. Und auch den schrägen Schatten, den hier die Mauer, die hier steht, auf die Tür selbst wirft. Einen Schatten hier auf der Hauswand erfinde ich noch dazu. Der ist auf meinem Referenzfoto ein bisschen anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Schattensituation durchaus auch aufgrund der verschiedenen Mauern, die hier rechts noch im Bild sind, so erscheinen könnte. Und jetzt folgt gleich der große Schatten auf der Straße. Hier unten
Und dann gibt es später hier noch einen weiteren Schatten, den ich aber erst male, wenn diese schattigen Bereiche jetzt auch auf dem Bild zu sehen sind. Weiter geht es mit diesem Obelisken hier, diesem Mauervorsprung, in dem sich dieses kleine Gebetsfenster befindet. Der liegt ja direkt im Schatten und wird deshalb jetzt auch mit einer kräftigen Mischung aus meinen Schattenfarben bemalt. Aber hier variiere ich wieder. Nach 2/3 mit einem eher bläulichen Schatten kommt unten das warme Lasur-Orange mit hinein. Etwas heller im unteren Bereich, da würde der helle Fußboden für eine kleine Lichtreflexion sorgen. Auch dieser Fußweg hier rechts nach unten lag im Schatten in meiner Bildsituation. Und das trage ich jetzt hier noch ein. Etwas dunkler im unteren Bereich, um zu zeigen, dass es da auch wirklich bergab geht, mit genügend Blau und Alizarin in der Mischung. Ab und an ein paar Spritzer aus der Wasserflasche in die doch sehr dunklen Schattenaufträge brechen diese Dunkelheit noch mal ein bisschen auf. Jetzt folgt der große Schattenauftrag auf dem Haus auf der rechten Seite. Und hier beginne ich etwas bläulicher im oberen Bereich. Und ende mit ein bisschen mehr Braun hier im unteren Bereich. Die große Schattenform auf der Straße soll jetzt die rechte und die linke Bildhälfte noch einmal gut miteinander verbinden. Auch hier kann ich die Farbigkeit des Schattens in der Form variieren. Ich beginne mit etwas mehr Blau in der Mischung und setze dann wieder mein Lasur-Orange hinzu. Ein paar dunkle Akzente setze ich jetzt mit sehr cremiger Farbe und feiner Pinselspitze unter die Hausdächer. In die Fenster. Im kleinen Fenster fehlt noch der Schatten. Und die Fenster, die wir auf dem Referenzfoto hier im Haus noch erkennen können, werden ganz flüchtig mit dem schnell gezogenen Pinsel hier angedeutet. Die helle Form der Laterne hier an der Hauswand wasche ich jetzt mit dem Flachpinsel aus dem Schattenauftrag wieder heraus. Und ich male dann mit Neutraltinte und Sienna gebrannt und trockenem Pinsel ohne Wasserzugabe die dunklen Formen der Laterne. Mit Lavendelblau schattiere ich die eine Seite des Glaskörpers hier ein bisschen ab und mit Titanweiß
aus der Tube gibt es noch einen kleinen Lichtglanz auf die andere Seite. Ein paar Striche in die Holzbretter der Tür und ein extra Schatten hier unter das Schild. Und ein paar angedeutete Schriftzüge sorgen hier noch für einen kleinen Blickfang. Hier habe ich auf meinem Referenzfoto noch eine Stromleitung entdeckt und mit der Restmischung hier meines neutralen Graus ziehe ich jetzt mit dem Linierer diese Linie und ich denke, eine zweite wäre hier auch noch ganz schön. Hier möchte ich jetzt noch eine kleine Aufhellung vornehmen, um diesen Bereich des Mauervorsatzes hier noch einmal vom restlichen Bild abzuheben. Das mache ich hier mit dem angefeuchteten Kunststoff-Flachpinsel, den ich vorsichtig hin und her bewege auf der Fläche. Und dann erhalte ich so eine subtile Abstufung. Jetzt ist dieser Bereich ein bisschen besser lesbar und kann so bleiben. Bei meinem grünen Laub hier auf der linken Seite löse ich jetzt die harten Kanten noch ein bisschen an, damit dieser Bereich hier im Bild wirklich nicht so wichtig ist, sondern nur ganz am Rande wahrgenommen wird. Ich zerstöre quasi die Kontur hier wieder etwas. So gefällt es mir ein bisschen besser. Ich hoffe, mein malerischer Ausflug nach Italien hat dir Freude gemacht und du probierst das Motiv jetzt auch aus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und danke dir fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.